Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Nein, heute keine Update-Folge. Ich möchte euch heute nämlich mal ein kleines anderes Video zeigen. Und zwar, wie ihr es vielleicht auch hier schon sehen könnt, es geht um Frequently Asked Questions, also Fragen, die mich in den Kommentaren erreichen oder zum Beispiel auch auf Discord erreichen. Da gibt es ja so ein paar Sachen, die euch immer wieder beschäftigen, und da möchte ich heute mal kurz nämlich drauf eingehen. Das eine sind nämlich Minifiguren, das andere sind Bepflanzungen und noch so ein paar andere kleine Sachen wie, ja, habe ich ein Vorbild für diese Burg? In dem Zusammenhang würde mich natürlich nämlich auch noch etwas anderes interessieren. Ich mache bisher ja hauptsächlich nur diese Videos zu meiner Burg. Mich interessiert jetzt aber auch, was interessiert vielleicht euch noch darüber hinaus? Also ich werde jetzt heute viel auf Bepflanzung, ich werde viel auf Figuren eingehen, aber was interessiert euch vielleicht darüber hinaus noch an diesem Projekt? Habt ihr zum Beispiel auch Interesse, mal einen Einblick zu bekommen in meine Planung am PC oder auch Entwürfe, oder wollt ihr vielleicht auch mal gescheiterte Entwürfe sehen oder vielleicht auch mal Gebäude in früheren Stadien? Weil die meisten Gebäude, die ich euch zeige, baue, haben ja mehrere Entwürfe hinter sich, also ein Prozess dabei, den man halt in den Videos nicht immer sieht. Von daher sagt mir einfach, was ihr sehen wollt, und dann steigen wir doch jetzt am besten mal ein bei den Minifiguren. Eine Frage war nämlich, oder wurde mir halt schon öfters gestellt, kommen in diese Burg überhaupt Minifiguren? Da kann ich sagen, ja, es werden Minifiguren in die Burg reinkommen. Für mich ist das natürlich hauptsächlich eine militärische Burg, also es werden eher viele Soldaten sein, nichtsdestotrotz wird auch Zivilbevölkerung da sein. Ich habe hier, wie man am Video auch schon sehen kann, einige Figuren bisher auch gekauft, hauptsächlich die Falcons von Lego. Hab da schon einige gekauft, und die werden dann auch die Burg dann später mal bevölkern. Ich weiß nicht, ob die ausreichen werden, damit es gut bemannt aussehen wird. Wenn nicht, muss man nochmal nachlegen. Bei der Zivilbevölkerung sieht es bei mir noch nicht so gut aus. Bei jeder Bricklink-Lego-Bestellung gucke ich auch, dass ich immer irgendwie die Teile durchgucke, ob ich was finde, aber da muss halt noch einiges gemacht werden. Warum ich die jetzt auch noch nicht platziert habe in der Burg, ist ganz einfach. Ich bin hier noch sehr viel am Hin- und Herräumen. Ich baue immer mal wieder was abräumen dadurch, dass hier auch alles so modular ist. Und ganz ehrlich, die würden die ganze Zeit nur durch die Gegend fliegen. Auch klar, ich habe noch keine Noppen oder sonst was irgendwo eingebaut, wo man die draufsetzen könnte. Das hat auch den ganz einfachen Grund, dass ich oftmals noch gar nicht weiß, was für ein Gebäude wird denn das eigentlich? Was kommt da vielleicht noch in das Gebäude rein an Mobiliar? Deswegen ist es ganz entscheidend natürlich erstmal zu wissen, wofür das Gebäude dient oder auch welche Szene vielleicht irgendwo im Burghof spielen soll. Und deswegen habe ich gedacht, das mache ich, wenn ich da erstmal einen größeren Blick habe, auch wenn es einmal einigermaßen fest steht, dann werde ich mich an solche Szenen ranwagen und dann entsprechend ja, die Figuren auch einbauen. Also ich kann euch beruhigen, Figuren werden reinkommen in die Burg, und wahrscheinlich auch nicht zu knapp, auch wenn es natürlich viele Soldaten sein werden. Das andere Thema ist, ja, gibt es eigentlich ein reales Vorbild zu dieser Burg? Nein, das habe ich nicht. Ich gucke mir natürlich im Internet viele Bilder von Burgen an oder aus meiner Erfahrung, welche Burgen ich vielleicht früher besucht habe. Aber auch hier dieses kleine Büchlein, ich finde das sehr toll. Keine jetzt Werbung hier oder sowas. Ich habe das als Kind nämlich bekommen von meinem Vater. Und da wird auch so Schritt für Schritt zu der Bau einer Burg erklärt. Als Kind fand ich das wunderbar toll, und ich schaue da heute auch immer noch gerne rein und lasse mich so ein bisschen inspirieren, hole mir neue Anregungen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Kann ich also empfehlen. Es ist natürlich auch so, dass ich jetzt bei meiner Burg auch nicht diesen Realitätsanspruch habe, wie bei anderen Projekten zum Beispiel. Das heißt, ich versuche natürlich möglichst real zu bleiben, aber ich strebe das natürlich auch nicht bei allem genau an. Es gibt natürlich auch andere Sachen, also ich kann euch zum Beispiel den Kanal Holstein-Bricks noch sehr empfehlen. Die verlinke ich einfach unten mal, der auch eine Burg baut und die natürlich auch deutlich realitätsgetreuer ist, auch vom Maßstab her. Nur so als kleine Empfehlung. Ein anderes Thema, was ich auch immer wieder gefragt werde, ist, wie sieht es eigentlich mit Bepflanzung aus? Momentan sieht man noch nicht so viel, demnächst wird aber auch was kommen. Aber damit ihr seht, ja, Bepflanzung habe ich auch geplant. Das hier ist jetzt aus meiner Box zur Bepflanzung. Also hier vorne, das wird zum Beispiel dann fürs Ufer, fürs Schilf. Natürlich diese ganzen Elemente für Rangpflanzen, für Bäume. Einfach hier noch so ein bisschen Begrünungszeugs. Hier noch weitere Limp-Elemente. Auch hier lauter solche Blätter für irgendwelche Bäume, Büsche.
Und hier geht es natürlich noch weiter mit diesem Zeugs, dann auch noch Blüten. Also ihr seht, ich habe hier doch schon einiges auch vorbereitet. Es fehlt quasi nur noch der Platz, wo das dann auch hinkommt. Weil es ist ja auch meistens so, solches Grünzeugs, Pflanzzeugs ist jetzt nicht immer so stabil, fällt auch mal schnell ab. Und da ich ja noch sehr viel an der Burg hin und her bewege und viel Grünzeug auch im vorderen Bereich, wo ja dann das Ufer hinkommt, was halt vorne zu mir zeigt, ich da oft noch sehr dran komme, will ich da immer wieder was abräumen. Deswegen einfach, ja, habe ich es noch nicht gebaut. Aber wird alles noch kommen, kann euch also beruhigen, genauso wie bei den Minifiguren. Und dann zu guter Letzt natürlich nochmal die Aufforderung, lasst mir doch gerne ein Like da, abonniert auch meinen Kanal und schreibt mir einfach Kommentare oder schreibt mir auch Nachrichten, weil ich möchte ja auch einfach eure Meinung so ein bisschen mit einbeziehen, auch natürlich Anregungen bekommen, Kritik bekommen, damit ich auch Sachen überarbeiten kann. Ich überarbeite ja so oder so wahnsinnig viel immer an der Burg. Da würde ich mich halt einfach freuen, wenn ihr auch dieses Projekt weiterhin unterstützt. Und daher sage ich jetzt einfach nur noch, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins, bis zum nächsten Mal.